habe schon ein bisschen Wert danach. Ich komme danach. Rettung will ich zurückfahren, obwohl das eigentlich immer weiter ist. Und dann habe ich mal gefühlt. So. So, Leute. Ja, dann so wie viel Kräutersuche.
halt Schrift lesen kann, werde ich noch lange und ich hoffe, dass alle gut lesen können. Also muss ich kurz den Ton. Paimon coming in! Paimon coming in! Is this level okay? Can you hear Paimon? Also machen wir Paimon coming in! Paimon coming in! Time to go. Place to go for classic you at dishes. Ich wollte doch nicht. Machen wir die Sache noch mal kurz. Die schönen Edelsteine, die was da hinten sind, zusammengefallen. Also der türkische überfallen sind. Oder beispielsweise die dunkelblauen da. Miss Yanfei, have you finished your investigation? I trust you will now be in a position to assess the compensation due. Entschuldigung für die Folgenausstellung des Unterrichts, also Sprache. Ich wollte kurz das ausstellen. Yes, my investigation is indeed concluded. I can now provide a final figure for the amount payable. Wonderful. Well then, please, could you do the honors, Miss Yanfei? Of course. According to the stipulations of the contract, Mr. Crossell, you must pay Mr. Chow 10 times the original transaction price in Mora. Sure. Wait, what? Me pay her? Surely there's been some kind of mistake, Miss Yanfei. Not at all. According to my investigations and the material evidence that we've gathered, the substance claimed to be smaragdus jadeite that was inlaid within the smaragdus jadeite twin phoenix pins that you rented out to Mr. Chow was, in fact, smaragdus nephrite. Also hier seht ihr das nochmal, dass in Wahrheit Smaragd-Saphir und keine Smaragdjade, weil hier mittendrin, weil sich jemand fragt. Also hier kannst du das nochmal nachlesen. Now, the contract states very clearly that 10 times the price shall be paid should the article not be genuine. Accordingly, you are liable for this sum, which is payable to Mr. Chow in Mora. Material evidence? What material evidence? Why, Miss Yanfei, you cannot frame me like this. I spent a huge sum to obtain that smaragdus jadeite, and yet you claim that the ore inlaid on the hairpins is somehow fake? I demand to see your evidence. Indeed. Only a testimony from an expert witness involved in the processing of the ore can serve as an authoritative assessment of whether it is genuine. Traveler, please produce the evidence in question. This is a processing record from the Jade Mystery, along with stone samples and an affidavit signed by the business owner, Chateau. Seriously? Even the boss there couldn't differentiate between smaragdus jadeite and smaragdus nephrite. How does this prove anything?
In any case, smaragdus nephrite is the outer layer of smaragdus jadeite. So I had him cut away the nephrite, he returned the valuable jadeite core to me, and some nephrite samples remain in the store. What am I missing exactly? That's an unsubstantiated belief. Well, your claim that my ore is fake is just as unsubstantiated. And we are here to talk about evidence, aren't we? Du behauptest, dass mein Erz eine Fälschung ist, für welches du auch keinen festen Beweis vorbringen kannst. Wir sollten über Beweise sprechen, oder nicht? Ugh. Looks like our first piece of evidence didn't convince him at all. Seems like he came prepared. What should we do next? Unser erster Beweis hat ihn schon nicht überzeugt. Anscheinend war er darauf vorbereitet. Was sollen wir als nächstes tun? Hard evidence, something legally binding. We have just the thing. Show him, Traveler. Wir müssen etwas Rechtliches hervorbringen. Etwas wirklich Bindendes. Gut, dass wir genauso etwas haben. Los, nächster Beweis. Oh, come on. I meant the backup copy of the document from the... This document proves that my hairpins are the real deal, doesn't it? This is the Ministry's seal, after all. It shows that the ore inlaid on the pins is indeed smaragdus jadeite. Ha, das Dokument beweist doch nicht, dass meine Haare echt sind. Es trägt sogar den Stempel des Rats der für allgemeine Angelegenheiten. Es besagt, dass das verwendete Material Material ist. Our second piece of evidence didn't work either. And this guy's getting more belligerent by the second. Unser zweiter Beweis ist ja förmlich in die Luft aufgegangen und dieser Typ fühlt sich immer sicher. You know, you could be right. Perhaps the hairpins are the real deal after all. Das ist korrekt. Vielleicht sind die anderen ja doch echt. Of course I'm right. All the evidence shown supports my story. Natürlich habe ich recht, alle Beweise unterstützen mich. Well, hang on a moment now, because I do recall one final piece of evidence that we haven't revealed yet. Oh, einen Moment. Wie konnte ich das vergessen? Ich habe hier noch einen Beweis. Traveler, would you do the honors? This shall serve as decisive proof of our case. Rasende, bitte seid doch so gut und reich mir deinen finalen, alles entscheidenden Beweis. What's this? Was ist das? Smaragdus jadeite springs forth from stone marrow within the mountains and will bring disaster to any mere mortals who touch it. Smaragdjade stammt aus dem Mark des Berges und jeder gewöhnliche Sterbliche, der es berührt, wird von schrecklichen Unheil heimgesucht werden. Sustained contact with smaragdus jadeite over a prolonged period will, in less serious cases, cause a mild malady, while in serious cases, the patient may suffer a dramatic change of personality and fall seriously ill. Gewöhnliche Menschen, die es für einen langen Zeitraum berühren, werden im besten Fall leichte gesundheitliche Schäden davontragen. Im schlimmsten Fall kann sie dadurch sorgen, die Persönlichkeit verändern. Und die Krankheiten wird schleichend schlimmer. Mr. Crossell, were you aware of these peculiar properties of smaragdus jadeite? Der Blick
Corsa, wusstest du von diesen Eigenschaften der Smaragdiade? I had no idea. Ich wusste nichts. No idea, you say? I'd guessed as much. But for you to have rented out such a dangerous item... Du wusstest nicht davon? Ich dachte mir schon, du wüsstest es nicht. Aber du verleihst etwas darauf Gefährliches. I'm afraid that this falls outside the scope of my work, but within that of the Ministry of Civil Affairs. So wie es aussieht, gehört der Teil der folgt nicht mehr in meiner Auftragsgebiet, sondern in das Recht für allgemeine Angelegenheiten folgt. However, I'm sure that the ministry will be relatively lenient considering that, as you say, you were ignorant of the danger you posed. Jedoch denke ich, dass der Rat dich dann behandelt. Da du ja nichts von dieser Gefahr wusstest. Don't worry, Mr. Crossell. I will make sure that all the evidence presented here will be handed over to the ministry. Keine Sorge, Krause. Ich werde dafür sorgen, dass alle Beweise ordnungsgemäß den Ratfahrern meine Angelegenheit übergeben werden. I trust that you'll give them your full cooperation in their investigations. Ich hoffe doch, dass der Rat deine vollständige Unterstützung und Kooperation erhalten wird. What? Wait! I knew. Was? Einen Moment, warte doch. Ich wusste davon. Oh, so you knew? Oh, dear Mr. Crossell. But if you knew of Smaragdus Jadeite's dangerous properties beforehand, why would you... Du wusstest davon? Also sowas Große, wenn du doch von den gefährlichen Eigenschaften der Smaragdiade wusstest, wieso hast du... Huh? No, The hairpins aren't actually... Was? Nein, so ist es nicht. Die Haarnadeln sind eigentlich... aren't actually inlaid with genuine Smaragdus Jadeite? Is that what you were about to say? Sie sind was? Sind sie nicht mit Smaragd gearbeitet worden? You do understand, Mr. Crossell, that this means that you will have to pay Ms. Sir Chow 10 times the original price in Mora? Wenn das so ist, ja, Krause, dann weißt du ja bestimmt, dass du zum Zahlen den 10-fachen Betrag zahlen musst. Mr. Crossell, your answer, please. My client and I are waiting. Krause, ich warte auf deine Antwort. Wir warten. Yampy's seriously intimidating right now. It's like she's a different person. Fräulein Yangfe ist ganz schön furchteinflößend, wenn sie so reden, als wären sie jemand anderes. Sowas fällt auch noch unter Rechtsanspruch. I admit it. I confess. The ore I had inlaid on those hairpins was Smaragdus nephrite. Ich gestehe alles, das in meiner Haarnadel verwendete Material ist in der Tat Smaragd-Saphir. But I'm a victim in all of this too. I invested a great deal of time and money into acquiring that small amount of Smaragdus Jadeite, in the hopes of turning it into a piece of jewelry that would fetch a fine price. Aber ich bin auch ein Opfer in diesen ganzen Geschichte. Ich habe eine große Summe ausgegeben, Smaragdiade zu erwerben, in der Hoffnung, damit Geld zu machen. But after receiving it and carrying it around for a few days,
I started to feel extreme discomfort. I couldn't sleep a wink or eat a single bite. I was in a constant state of agitation, too. Nachdem ich jedoch die Smaragdjade ein paar Tagen bei mir hatte, ging es mir plötzlich immer schlechter. Ich konnte weder schlafen noch essen. Die ganze Zeit über war mir schwindelig. I went to Boo Boo Pharmacy to get myself checked out, only to discover that this sort of stone cannot be worn as jewelry. But how could I let all that money go to waste? Daher ging ich zur Bürgerhütte, mir Rat zu holen. Erst dann erfuhr ich, dass diese Art von Erz nicht als Schmuck getragen werden kann, aber ich hatte doch bereits so viel Geld investiert. That's why I had another pair of hairpins made from Smaragdus nephrite, which is almost indistinguishable from Smaragdus jadeite. Daher suchte ich mir ein Stück Smaragdsaphir, das genau so aussah wie die Smaragdjade, und ließ es in die Haarnadel einarbeiten. I kept the real Smaragdus jadeite in a specially made box. I daren't touch it again. Die eigentliche Smaragdjade ist sicher in einer Kiste verpackt. Ich traue mich gar nicht, sie noch einmal anzufassen. I was worried that someone would see through it, which is why I only dared to rent them out, not sell them. And then to top it all off, Zhiqiao lost the hairpins after I rented them out to her. Da ich mir Sorgen gemacht habe, ob jemand dahinter kommen wollte, ich die Haarnadel erst nur verleihen und nicht verkaufen. Und dann hat mir sie auch noch verloren. Und warum müsste dann so einen hohen Mietpreis dafür zahlen? Exactly! If they weren't the real deal, why'd you make her pay so much? Genau, wenn die Haarnadeln doch sowieso nicht echt war, warum dann einen so hohen Preis berechnen? I didn't want to either, but when I purchased that Smaragdus jadeite, some of my business partners found out. I knew they'd be watching closely to see how much I could make off it. Ich wollte das ja eigentlich auch nicht, aber die zuvor gekaufte Smaragdjade, mein Geschäftspartner, hatte davor Wind bekommen und hielt ein Auge auf mich, wie viel Geld ich damit wohl verdienen würde. If word got out that I sold a pair of fake hairpins, then my days in this line of business would be over. Hätten sie erfahren, dass ich gefälschte Haarnadeln verleihe, wäre meine geschäftliche Zukunft ruiniert. All right, let's cut the appeals phase right there. I failed to see what bearing any of this has on your transaction with my client. According to the contract, you must pay Mr. Chow 10 times the original price in Mora, and that is final. Ich denke, das reicht. Wir haben genug gehört. Solche intervelle Dinge interessieren mich nicht. Es gilt die Vereinbarung laut Vertrag, nach dem du nun mit dem 10-fachen Wert in Mora entschädigen musst. 10 times? 10-fach? Croso looks like he could faint any second. Croso sieht aus, als würde jeden Moment ohnmächtig werden. As for me, according to my contract with Mr. Chow, 20% of that sum will go to me. Gemäß meinem Vertrag mit soll, wenn ich das richtig ausspreche,
erhielten davon 20% als Kommission an mich. 20%? That's as much as I spent on that Smaragdus Jadeite. 20%, so viel habe ich für die Smaragdjade ausgegeben. Tja, hätte er sich früher überlegt. There's no need. It's fine. You don't have to pay me that much, Mora. Kein Problem, du musst mir nicht in Mora bezahlen. Even if the Smaragdus Jadeite on those hairpins was fake, I still bear responsibility for losing them. Legally or not, I think I owe some compensation for that. Egal ob die Smaragdjade auf der Haarnadel echt war oder nicht, ich habe nichtsdestotrotz die Haarnadel verloren und trage dafür die Verantwortung. Ich sollte dafür auch Entschädigung zahlen. Ms. Jichao, you... Aber Xiao, However, Mr. Crossell, since you have no use for that chunk of Smaragdus Jadeite, why don't you give it to me instead? I'll consider us even. wobei Kause jetzt, da du bestimmt keine Verwendung für das Stück Smaragdjade hast, warum gibst du es nicht mir und wir sind quitt. What? But All right then. This cursed rock's brought me enough grief as it is. Wie auch, na gut, dieses verfluchte Stück hat mir sowieso schon zu viel Ärger eingebracht. Miss Yunfei, I'll turn the Smaragdus Jadeite over to you. I trust that it will suffice as remuneration? Fräulein Janke, ich übergebe dieses Stück Smaragdjade an dich. Ich hoffe, dass als Vergütung ausreicht. Well, that's not quite how the rules say this should go. But whatever. It'll do. Na, das ist etwas außerhalb der gewöhnlichen Regel, aber ich kann es akzeptieren. Thanks so much for your help this time, Miss Yunfei. When you have the time, I'll be sure to visit and express my thanks more appropriately. Habe vielen Dank für deine Hilfe, Fräulein Janfei. Wenn du in naher Zukunft etwas Zeit hast, werde ich dich noch einmal aufsuchen und mich ordentlich bedanken. Oh, come on. No need to stand on ceremony. Now, if I may confirm this again, Mr. Chow, have you and Mr. Crossell come to an understanding? Keine Ursache, darf ich also noch einmal offiziell bestätigen, du und Crossell, ihr seid euch also einig, dass hiermit alles geklärt ist? Well, yes, I believe we have. Ich denke schon. Ich habe ihm bereits vergeben. Well then, that's good. Mr. Crossell, it seems that my client has no further claims against you. Sehr schön. Wenn das so ist, bin ich beruhigt, Krause. Es scheint, als hätte meine Klientin keine Forderungen mehr gegen dich. Is that so? That's good. That's good. Das ist gut, wirklich gut. Actually, Mr. Crossell, I'd like to talk business for a second, if I may. Eine Sache hätte ich da noch, Krause. Ich möchte eine Zusammenarbeit mit dir besprechen. I could see from the hairpins you produce that you're very skilled in jewelry design. My family, on the other hand, works in the ore business, and we have a fair stock of fine ores. Von dem Schmiedplan der Haarnadel konnte ich sehen, dass du eine sehr guten Augen für Schmuckgestaltung hast. Meine Familie ist schon seit Ewigkeiten in der Erzverarbeitung und wir haben ein paar schöne Stücke auf Lager. If we could join forces,
Your jewelry designs and our choice ores. I think we could do some fine business between us. Wenn wir uns zusammen töten und deinen Plan mit unserer feinen Erzen vereinen, würde ich denken, da könnten wir gute Geschäfte machen. Let me think for a moment. Ich werde darüber nachdenken. Well, that's that. And we've got the Smaragdus Jadeite that Granny wants too. All's well that ends well, eh? Fall abgeschlossen. Und wir haben auch noch die Smaragde, die Oma haben wollte. Ende gut, alles gut. Aber der Weg dahin war ein ganz schön auf und ab. Exactly. Usually when someone tells us they've lost something, we end up searching all over the place for it. But this time, you managed to solve the problem with just a big stack of documents. Genau, als wir hörten, dass die Haarnadel verloren gegangen sind, wären wir normalerweise überall suchen gegangen. Keiner hätte nicht gedacht, dass man das Problem auch mit Papierkram lösen kann. Even though the solution didn't involve actually finding the hairpins. Auch wenn wir die Haarnadel letztendlich gar nicht gefunden haben. The right solution depends on your perspective on the problem. Unterschiedliche Probleme erforderliche unterschiedliche Lösungen. The objective of my client, Mr. Chow, was to reduce her liability to pay compensation. So, rather than looking high and low for some hairpins, proving that the rented item was nowhere near worth what the vendor had claimed it to be was the more efficient solution. Das Ziel war die Entschädigungskosten zu kürzen, anstatt also die Haarnadel direkt zu suchen. Nur um zu beweisen, dass sie nicht echt sind, haben wir einen anderen Weg gewählt. So eine Art Akt habe ich auch noch nicht getroffen. An Adeptus. Speaking of, you took part in that battle, didn't you? In which case, you would have heard what Granny said. Abed, habt ihr nicht an jenem Kampf teilgenommen? Dann habt ihr bestimmt gehört, was Oma gesagt hat. Oh, da kommt eine Kratze, nicht so gesetzt. Also das Minimum könnte sich eigentlich von ihr eine Scheibe abschneiden. Liyue Harbor is now a city ruled by humans. Das heutige Lin wird bereits von gewöhnlichen Menschen regiert. The title of Adeptus means precious little to me compared to my job as a legal advisor. Das Titel des Athleten nützen immer weniger als meinen Beruf als Rechtsberaterin. In any case, don't you think that the Liyue Harbor of today needs legal consultancy far more than it needs adeptal powers? Dankt ihr nicht auch, dass das heutige Lin Rechtsberater mehr nötig hat als irgendwelche Hauptabhängige? Paimon can think of someone who would definitely disagree with your reasoning. Paimon fällt jemanden ein, der ein Argument vielleicht nicht so gut aufnimmt. Ich denke, hier ist mehr als nur Vernunft im Spiel. Well, since we got what we came for, it's time to pay Granny a visit. I bet she's been on tenterhooks for a while now. Nun, da wir haben wenigstens hier bekommen, was? Nun, da wegen wir gekommen sind, ist es an der Zeit, Oma einen Besuch abzustatten. Ich warte, sie sitzt schon eine ganze Weile auf heiße Kohlen.
Time to go. Okay, ich glaube, gerade in die richtige Richtung rausgefunden Time to go. werde. This is a peaceful neighborhood. Ah, you've returned. How did it go? Were you able to find the Smaragdus Jadeite? Da sollte ja wieder. Wie ist es denn gelaufen? Habt ihr Smaragdwerte gefunden? Das haben wir. Danke. Good, good. Then we have all the materials we need. Also, wenn man das jetzt da sagt, wenn man das jetzt auf Englisch hört, sagt sie ja mehrmals gut. Aber hier steht ja einmal gut. Also, die Übersetzung ist sehr komisch manchmal. Sehr gut, dann haben wir ja alles gefunden. Well, if we're all set, Granny, I'll get going now. Got a ton of clients waiting for me back at the office. Wenn du jetzt nichts mehr brauchst, dann gehe ich erst einmal zurück in mein Büro. Eine Menge Kunden warten bereits auf mich. Oh, you. All right then. Go see to your business. Granny should be able to handle the rest. Okay, mein Kind, tut deine Arbeit. Immer soll in der Lage sein, mir alles zu regeln. I'm off then. Bye! Oh, yes, Traveler. Make sure you don't lose the business card I gave you. Dann bis bald. Oh, du und Reisende, vergiss nie meine Visitenkarte, die ich dir gegeben habe. I've been looking into the laws of other nations as well. If you should ever bump into any trouble with the law, come find me directly. Regulars get discounts too. In der letzten Zeit habe ich mich auch mit dem Gesetz anderen Regionen befasst. Solltet ihr also einmal rechtliche Probleme mit anderen Städten haben, wisst ihr ja, wo ihr mich finden könnt. Natürlich gebe ich euch Rabatt. Come now, child. Are you leaving or are you not? If you have no wish to leave, perhaps you'd like to help me clean my teapot, hmm? Du bist mir eine. Wolltest du nicht gerade gehen, wenn du noch nicht gehen willst? Dann hilf deiner Oma, die Teekanne zu reinigen. I'm leaving! I'm leaving! Ich gehe ja schon. Ich bin schon weg. Da will jemand wieder in meine Welt rein. That child. Goodness knows where she learned to be so rambunctious. Her father was hardly so riotous or fond of talking nonsense back in the day when he stood beside Rex Lapis. Also wirklich, dieses Kind. Ich weiß auch nicht, worin sie das hat. Ihr Vater war nicht so vorlaut und hat die ganze Zeit Unsinn geredet, als er neben Lapis stand. Ah, indeed she is. Liyue has changed, and the Adepti must also learn to change. So ist es. Nun hat sich bereits verändert. Abseten müssen ebenfalls lernen, sich zu verändern. Yanfei might be overly garrulous, but she is also the most intimately acquainted with the city among us all. Yanfei ist zwar vorlaut, aber sie ist von uns allen auch diejenige, die am meisten Westen in der Stadt vernetzt ist. Ah, Liyue is not the same place I once knew. Das heutige Lin ist auch nicht mehr das Lin, das es einst für mich war. All right then. Let us speak of this no more. Back on topic. I believe that I still owe you a little gift. Aber
genug davon. Lass uns nicht länger darüber reden. Ich muss noch euer Geschenk fertigstellen. Oh, Paimon's so excited! How is it made? Man kann es kaum erwarten. Wie lange wird es denn gemacht? Wie lange wird es denn dauern? Ah, it is but a single teapot. It shan't take long at all. Just wait here for a moment. Haha, es ist nur eine Teekanne. Das dauert nicht lange. Wartet bitte einen Glück. Und dann Pling hat das Geschenk. There we go. This serenity pot is all yours now. Na bitte, geht doch. Diese Kanne der Vergänglichkeit gehört jetzt allein dir. Hold it firmly. If you were to drop it, oh goodness, who knows what might happen? Halte sie immer gut mit 2 Händen fest und lass sie keineswegs fallen. Wer weiß, was sonst passieren würde. Take these blueprints with you as well. You'll need them if you wish to make your teapot a little more lively inside. Nimmt auch diese Baupläne mit euch. Ihr werdet sie brauchen, wenn ihr das Innere etwas lebendiger gestalten wollt. Wait a minute, Granny! How exactly are we supposed to use this teapot? Moment noch. Wie sollen wir diese Kanne denn überhaupt benutzen? Oh, you needn't worry about that. I've already arranged for a certain little helper to await you within this teapot. She will explain everything you need to know about it. Oh, darüber musst du dir keine Sorgen machen. Ich habe bereits dafür gesorgt, dass eine gewisse kleine Hilfe in der Teekanne auf dich wartet. Sie wird dir alles erklären, was du darüber wissen musst. Natürlich weiß ich doch schon, was da drin ist. Aber ja. Also ich kann mir eine Stadt aussuchen. Also ja. Ich würde sagen, ich lasse euch die Entscheidung. Also schwebende Insel, Smaragdberg, kühle Insel. Die kann ich jetzt aber noch nicht machen. Also ich würde gerne die nehmen. Die hier. Aber jetzt geht aber nur diese 3. Welche Insel soll ich laut eurer Meinung nehmen? Bitte schreibt mir das mal in die Kommentare rein. Also entweder die kühle Insel, Smaragdinsel, schwebender Felsen. Und man kann sich das auch anschauen. Die in der Luft schwebenden Inseln sind am häufigsten gesehenen materiellen Gestein von Paradies, das von den Abheben persönlich geschaffen wurden. Die Insel zeichnet sich von dem Hintergrund des riesigen Himmels und der Erde ab, wobei nichts anderes mehr zu sehen ist. Und das ist die Smaragdberg, ein über die Wolken und Berggipfel, aber wenn man seinen weitschweifenden Blick auf seine Tee im Tisch zurückwirft, merkt man schon, dass der Spiegelbild des Berges nicht einmal größer ist als der Stiel des Teeblatts. Und dann noch die kühlen Inseln. Kühle Inseln.
eine von Wasser umgebene Inselkette. Wer weiß, wie viele Tassen schönes Tees man mit diesem Meere kochen könnte. Also das ist jetzt die Insel, was ich jetzt noch nicht freischalten kann, also gleich danach die hier. Seideninnenhof. Eine hübsche Insel mit wunderschönen Landschaft aus Wasser und Bergen. Auf der Insel weht die gemütliche Brise, die von einem eleganten Teeduft aus der Ferne erfüllend ist. Und dann noch die hier. Die ist in Sumero sehr häufig. Das ist die Sumero-Welt. Ich glaube, da kommt noch was. Duftender Wald. Die Äste des Blattes ist hoch.